Mein Name ist Angelika Müller, ich bin Krankenschwester und arbeite im Frauentreff Olga an der Kurfürstenstraße. Frauentreff Olga ist ein Projekt für drogenabhängige, sich prostituierende Frauen, die in der Regel nicht krankenversichert sind, in der Regel nirgendwo gemeldet sind, dass ganz oft Frauen sind Opfer von Menschenhandel oder die auch einfach, ich sage mal, jetzt so ein bisschen im Untergrund arbeiten wollen, also nicht bekannt sein möchten. Manche Frauen sind hierher gekommen, um Geld zu verdienen. Viele Frauen sind hierher gekommen, weil sie dachten, sie verdienen ganz woanders Geld, dass sie vielleicht in einem Kino arbeiten können oder in einer Bar oder Kassiererin oder sauber machen. Da hat man ihnen was Falsches erzählt. Manche Frauen sind ja einfach so hierher gelotst worden, sage ich mal, und dann sind ihnen die Papiere weggenommen worden und haben gar keine Möglichkeit mehr zurückzukommen. Viele Frauen wissen tatsächlich nicht mal, dass sie in Berlin sind einfach hierher gebracht worden und dann auf die Straße gestellt zum Arbeiten. Frauen haben sehr viel Angst und natürlich auch kein Vertrauen. Das muss ganz langsam aufgebaut werden, da wir auch Streetwork machen und uns dann auch jeden Abend unten auf der Straße sehen lassen und versuchen ins Gespräch zu kommen oder auch versuchen nicht ins Gespräch zu kommen. Also sie einfach in Ruhe zu lassen, nur zu sagen, hallo, wir sind da, hier ist eine Karte. Und bis das dann angenommen wird, kann das dann einfach sehr, sehr lange dauern, aber irgendwann kommt der Tag, wo irgendein Vorfall ist und dann fällt ihnen ein, okay, da war doch was und dann kommen sie ins Olga und wenn sie uns dann kennengelernt haben, dann fängt es an, diese Vertrauensarbeit allmählich und dann kommt man öfter. Es ist auf jeden Fall jemand da, der einem zuhört, es ist jemand da, der einem trockene Anziehsachen gibt oder wärmere Anziehsachen. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken. Und die größte Verzweiflung kann man für den Moment vielleicht einmal auflösen und einen Weg zeigen, wo es eventuell hingehen kann und Vorschläge machen, was man tun kann. Viele leben einfach tatsächlich im Moment der größte Teil direkt auf der Straße. Das heißt in Hauseingängen oder einfach wirklich auf dem Bürgersteig, ja, dann eine Decke hingelegt oder wenn sie keine Decke haben, auch ohne Decke, auf dem Bürgersteig schlafend. Manche haben Zufluchtsmöglichkeiten, das nennt man so verdeckte Obdachlosigkeit, ja. Da wird immer noch so getan, als ob die ein Zuhause haben, aber sie haben gar kein Zuhause. Die wohnen dann bei irgendeinem Freier, der sie dann da schlafen lässt, aber dafür gibt es natürlich Gegenleistung, also. Und immerzu die Gefahr, jeden Tag da rauszufliegen, wenn dem Freier was nicht gefällt. Also sie kommen mit allem zu mir. Also das kann jetzt wirklich der Schnupfen sein und dann geht's hoch bis zu Lungenentzündung, bis Herzerkrankung, Blinddarme kurz vorm Durchbruch, Knochenbrüche, Messerstiche. Also was immer sie wollen. Ja, ich kann natürlich nicht alles behandeln, das ist ja auch klar als Krankenschwester. Erstens darf ich es nicht und zweitens haben wir diese Möglichkeiten natürlich auch nicht. Ich versuche sie dann einfach weiterzuleiten. Also wenn ich sehe, dass das eben etwas so gravierendes, lebensbedrohliches ist, dann versuche ich die Frauen ins Krankenhaus zu bekommen. Das funktioniert dann nur, wenn eine von unseren Sozialarbeiterinnen mitgeht und dann das Krankenhaus daran erinnert, dass die verpflichtet sind, die Frauen aufzunehmen. Natürlich haben sie ja genauso ein Recht wie jede andere Frau auch, weil sie sind ja auch bloß eine Frau wie jede andere Frau auch. Also ist ja niemand aufgrund seines Bildungsstandes oder des Inhalts des Portemonnaies irgendwie anders. Frauen sind Frauen und ich glaube, sie sind auch überall auf der Welt letztendlich dem Gleichen immer ausgesetzt. Es gibt auch Gefahr überall und Angst überall und Krankheit überall. Das macht ja alles vor keiner Schicht halt. Wir hatten eine ganz wunderbare Fotografin damals, die diese Idee hatte, den Frauen eine Kamera, eine Einwegkamera an die Hand zu geben für, ich glaube, es waren 3 Tage. Und da waren, glaube ich, 10 Fotos drauf auf dem Film. Fotos machen von Dingen, die sie beschäftigen oder die ihnen einfach auch nur gefallen. Ich glaube, das können die erstmal gar nicht fassen, dass sie es sozusagen bis dahin geschafft haben, dass da wirklich mal jemand zuhört und dass das jemand überhaupt sehen will, sich dafür interessiert. Das ist ja etwas, was
Frauen auf der Straße nicht gewöhnt sind. Die sind ja eher gewöhnt, dass man mit dem Finger auf sie zeigt, dass man sie weghaben will, dass man sie verfolgt, dass man ihnen eine runterhaut, sage ich mal, und sie einfach nicht sehr gut behandelt. Und dass sich wirklich jemand interessiert für sie und dass das ausgestellt wird, dass Menschen kommen, sich das angucken. Das muss man, glaube ich, auch erstmal verstehen, verarbeiten, verkraften. Und dann werden sie, glaube ich, stolz sein.